Ich begrüße euch heute zu Ascheregen, dem härtesten, düstersten Song auf dem kompletten Album. Der Song geht mit einer relativ einfachen Strophe-Refrain-Struktur los, wird dann ein kleines bisschen progressiver mit diversen Tonartwechseln, ein paar Taktwechseln. Generell behält der Song aber durchgehend eine etwas verzweifelte, düstere Stimmung. Ascheregen war ähnlich wie Wandel der Zeit bereits 2014 fertig, also schon beim Release des ersten Albums Till the Sun Rises. Und seit 2014 spielen wir ihn unverändert auf der Bühne. Ich kann mich an kein Konzert seit 2014 zurückerinnern, an dem wir den Song nicht gespielt haben. Das Einzige, was sich geändert hat, das ist die Gitarrenstimmung, aber das betrifft nicht nur Ascheregen. Zu der Zeit waren wir aber noch auf Dropped H und es gab diverse Gründe, die Stimmung wieder zu erhöhen auf Drop D. Es gilt noch anzumerken, dass Ascheregen einer der Songs ist, bei dem ich selbst nicht so viel beteiligt war. Der Song ist hauptsächlich von unserem ersten Sänger, dem Max, geschrieben worden. Gerade bei diesem Lied wollten wir wenig abdriften, wenig experimentieren. Es sollte sehr auf die Schnauze gehen. Bei Ascheregen gibt es auch keinerlei Folkinstrumente, abgesehen von den Orchesterinstrumenten. Es ist kein wirklich tonales Intro, es ist eigentlich nur ein atmosphärisches Intro, um den Song einzuleiten. Und dann geht das Ganze mit einem Schlag los. Vor diesem Schlag gibt es aber noch die Sirenen. Das war mir extrem wichtig, am Anfang diese Sirenen zu haben. Ich weiß, es ist Klischee, mit solchen Sirenen einen Song oder ein Konzert zu eröffnen. Hier möchte ich auch kurz ins Detail gehen. Das hier ist ein freies Sample, das jemand von einer alten Sirene aufgenommen hat. Der Ton hat allerdings nicht ganz gepasst von der Sirene. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das so runter zu rechnen, runter zu pitchen, dass es zu dem Song passt. Und um noch etwas mehr Dampf dahinter zu bekommen, noch eine relativ einfache Synthesizer-Sirene, die ich gebastelt habe. Am Anfang wollten wir den Riff eigentlich nur mit der traditionellen Metal-Besetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug spielen. Hätte so geklungen. Ich wollte aber noch ein etwas symphonischeres Ergebnis haben und dementsprechend ist das Orchester trotzdem sehr ausladend ausgefallen. Vor allem zur Betonung von verschiedenen Akzenten gedacht. Es macht aber natürlich auch noch etliches mehr im Hintergrund. Der Text von Ascheregen befasst sich mit der Apokalypse. Ich weiß, es ist sehr innovativ, wenn man einen düsteren Song in einer Metalband schreibt und dann geht es um die Apokalypse. Gibt's zu Tausenden, gibt's zuhauf solche Songs und es gibt auch ganze Bands, in denen es nur um dieses Thema geht. Es gibt im Text einiges an biblischen Zitaten, zum Beispiel regnet die Asche der Toten vom Himmel. Ganz am Anfang von der ersten Strophe geht es mit dem Satz los, herannahen 4 Reiter. Das deutet natürlich auf die apokalyptischen Reiter an. Nein, nicht die Band, sondern die biblischen apokalyptischen Reiter. Das Schöne ist, das war damals unbewusst, weil wir noch zu 6 waren in der Band, aber mittlerweile sind wir zu 4, deswegen passt dieser Satz auch zu uns als Band. Und die Strophe ist bewusst relativ einfach gehalten. Es besteht nur aus 2 Akkorden, nämlich G-Moll und S-Moll. Und die Gitarre wechselt auf eine Melodie oben drüber, die am Ende in den Chorus überleitet.
Der Bass bedient sich hier der kompletten Tonleiter wie auch der Chromatik. Diese 2 Akkorde werden übrigens innerhalb der Band sehr gerne die Dimmu Borgir-Akkordfolge genannt, weil es anscheinend eine der Lieblingsakkordfolgen von Dimmu Borgir ist. Ich spiele euch das mal ganz kurz vor. Der Chorus ist eigentlich nur ein chromatischer Lauf nach unten, das heißt, der beginnt auf G und geht dann chromatisch in Halbtonschritten nach unten bei jedem Instrument. Und dazu knüppelt der Max sehr schöne Triolen-Blastbeats. Die Gitarren schredden, was das Zeug hält. Und bei den Vocals sind das erneut 5 Vocalspuren, die sich ebenfalls abwechseln zwischen hohen Screams und tiefen Growls. Ich zeige unsere Herrschaft zu Neuheit. Der flammende Todesleiber versenkt. Alles, was bleibt, ist ein Regal. Und dann kehren wir auch schon wieder in den Main Riff zurück, gehen erneut in eine Strophe und erneut in einen Chorus. Am Ende von dem Chorus haben wir aber einen Umschwung. Das Tempo ändert sich, die Tonart ändert sich und die Rhythmen gehen von Triolen über auf normale, straighte Achtel und Sechzehntel. Das sind jetzt 6 Gitarrenspuren, die gleichzeitig laufen. Ich mache euch die mal nacheinander an. Und hier ist auch die absolute Nemesis unseres Schlagzeugers, denn an der Stelle sind wir in Ascherregen bei 240 BPM und es war seine eigene Idee. Niemand hat ihn dazu gezwungen, hier Blastbeats zu spielen. Er wollte es wohl nicht anders. Also Max, schön, dass du das gemacht hast. Der Song kriegt dadurch eine ziemlich wahnsinnige Note. Und an der Stelle, wo die Blastbeats mit reinkommen, kehrt auch das Orchester zurück. Kommen wir zu dem Interlude, das ist so der Schwebemoment des Songs. Auch diese leichte Filterbewegung über der Gitarre hat etwas Unheilverkündendes. Im Prinzip gehen einfach nur die höheren Frequenzen der Gitarre weg und wieder dazu. Hier gibt es auch ein Bass-Solo vom Norbert. War auch seine Idee, das Ganze in den Song einzubauen. Und
Und hiermit faden wir auch in das Outro des Songs ein. Es ist fast rein instrumental gehalten. Auch hier kommen 6 Gitarrenspuren zurück. Das Orchester liegt mehr oben drauf auf der restlichen Band. Es hat keine leitende Form, sondern ist eher für Atmosphäre gedacht. Habe ich auch hier die Anna Rosenfeld noch drum gebeten, 1 oder 2 Vocalspuren einzusingen. Und mit diesem lange ausgehaltenen Ton ganz am Ende kommt auch der finale Scream des Songs. In der Aufnahme hier geht der Scream über gute 16 Takte drüber. Ja! So ein Scream klingt in Summe natürlich nochmal anders. Zurück zu der Gitarrensektion. Die eigentliche Gitarrenmelodie darunter einfach nur der Grundton geschreddet. So, nachdem der Norbert aber seinen eigenen Willen hat er was ganz anderes drunter gemacht. Er spielt natürlich die Akkorde mit, aber er spielt etwas, das seiner Aussage nach vom Star Wars Soundtrack inspiriert wurde. Das hat er sich dabei vorgestellt. Nachdem das extrem konträr ist zu dem, was eigentlich die Gitarren machen, haben wir uns gedacht, wir ändern jetzt nicht die ganze Stelle, sondern wir lassen einfach noch 2 Gitarren zusätzlich das gleiche mitspielen. Vielleicht wirkt es komisch, wenn 4 Gitarren Sechzehntel durchspielen und die anderen beiden Gitarren sowie der Bass dazu Triolen. Aber insgesamt ist das wirklich sehr mächtig geworden. Das war Ascheregen. Ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen mehr Einblick in die Gitarren-, Bass- und Schlagzeugarbeit von den Jungs geben. Nächste Woche Donnerstag geht es mit Ein Lebewohl weiter, einem sehr persönlichen, sehr emotionalen Song, der auch musikalisch relativ interessant ist. Deswegen seid auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei. Macht's gut, bis nächste Woche.